Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen TX1 und BX. TX1 spielt in folgender Schiffsaufstellung mit Montana, Ohio, Doppel-Petro, Doppel-Gulden, einer Shima, einer Z52 und einer Daring. Auf der anderen Seite bei BX haben wir eine Montana, eine Ohio, DM, Moskwa, Petro, Napoli, Gulden, Löw, Haragumo und eine Marceau. So eine Marceau. Und in dem Fall schauen wir auch gleich mal zu Team Rot rüber und schauen, wie sie sich positionieren. Haragumo Smoke Train, also auch eher Damage-lastiger. Wir haben eine Gulden mit dabei für die Drops. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir die eine oder andere Gulden da sehen werden. Dann haben wir eine Montana und eine Moskau und eine Ohio. Also ich denke, die Jungs wollen hier relativ aggressiv über C fahren und eher etwas passiver über A spielen. Mit der Marceau, mit der Napoli und mit der Petro. Schauen wir auf die andere Seite zu TX1. Da haben wir die Daring, wir haben die Petro mit Legend-Modul und dann haben wir die Monty, die drüben spielt, und hier wird auch eher aggressiv für CB gespielt, sagen wir es mal so. Mit der Gulden kann das sehr unangenehm werden. Ja, man versucht hier die Drops zu setzen, um ein bisschen dieses statische Gameplay aufzulösen. Ja, kann eine Möglichkeit sein. Und wir haben hier Shima und Z. Shima und Z, die werden es, wenn die Jungs von BX das richtig spielen, unangenehm bis anstrengend haben. Auf jeden Fall. Und ja, mal schauen. Der Vorteil ist, dieses Mal kann ich schön an den Kartenrand gehen und wir sehen das von oben viel besser. Also man sieht jetzt, man fährt erstmal in Position, man schaut erstmal, dass man seine Positioning kommt. Ich hätte tatsächlich gesagt, wenn ich hier jetzt. Du schickst mir direkt. So, also ich hätte jetzt gesagt, mit der Massot kann man da direkt reinfahren, weil man hat gesehen, was hier ist. Ne? Man hat gesehen, keine schnelle DD. Gut, Shima ist ein bisschen schneller. Aber sonst Z und Daring ist relativ langsam. Ich hätte schon versucht, mit der Massot aggressiv dieses A-Cap zu bespielen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Dann haben wir Napoli, Petro. Ja, das dauert ein bisschen. Napoli wird wahrscheinlich relativ breit fahren. Ja, das macht die Massot jetzt auch. Aggressiv fürs Cap zu fahren. Er hat halt seinen Speedboost. Also mit Speedboost wäre er schon lang drin. Also da vielleicht zukünftig einfach sagen, okay, wenn ich das Shift-Setup sehe, mit dem Speedboost schnell daran und dann das Ding cappen. Weil bis die Daring da drin ist, hast du das durchgecappt, dann kannst du es nicht mehr blocken und dann kannst du es verteidigen. Und dann wird verteidigen ist halt immer sehr, sehr angenehm. So, gehen wir auf die andere Seite, weil da beginnt jetzt die große Dropping-Session. Ja, da wird jetzt Def AA gezogen. Eigentlich würde ich da auf jeden Fall Def AA ziehen, wenn hier der Drop kommt. Würde ich immer empfehlen. Oh, da kommt nochmal ein gutes. Vielleicht ein Anfahrgegner ein bisschen anders wählen. Da hat die Ohio halt genau Shots gehabt. Das ist halt immer ein bisschen kritisch, diese offene Fläche oder dieser offene Bereich zwischen den zwei Bergen. Ja, da wird sich jetzt gemüht. Also ich bin sicher, die Moskau wird ein kleines technisches Problem haben. Der Smoke Train ein bisschen zu früh. Ich hätte ihn ab hier gesetzt und dann schön raus, um dann Druck aufzubauen. Aber vor allem, weil, was will man machen? Ich vermute, man will diese Gulden farmen. Deswegen sollte man halt schauen, dass man relativ weit rauskommt hier, damit die DM den hier farmen kann. Weil der kann nicht beliebig weit zurückfahren, weil du nämlich dann hier deine Ohio hinschiebst. Den schiebst du dann hier rein und dann will ich mal sehen, wie der das hier macht. Ne? Also, das wird halt relativ wild. So, schauen wir uns die andere Sache mal an. Wir haben jetzt hier die Marceau, die das Cap geholt hat, die Daring reverse rein. Die Tops sehen gar nicht so schlecht aus, aber die Daring hat hier die Hydro an und in der Mitte geht die Gulden raus. Die wurde von der Petro gefinisht. Ja, ist halt hier relativ risky, den Gamer-Turn zu machen. Kann man halt auch sagen. So, aber man hat den Cap-Vorteil für den Moment. Ja, also hier, denke ich, kann man auf jeden Fall was machen. Ja, und dann kommen halt auch die Shots auf die Petro. Im Spiel gegen das 12er Radar. Ja, ist jetzt auch nicht. Oh, ja, das hat schon ein bisschen leicht gezogen. Jetzt ist die
DM hier im Radar drin. Ja, man hätte halt echt versuchen können, hier etwas aggressiver über die Flanke zu spielen. Kriegt jetzt aber auch einen gedonnert von der Ohio, die hier gut über den Berg drüber schießen kann. Ja, muss hier aufpassen. Petro, die andere Petro steht hier innen, dann kommt mal ein Intel-Radar. Also, ich würde tatsächlich die Ohio reinschieben. Tatsächlich. Also, was will die Guten machen? Wenn du eine Ohio hier reinschiebst, du kannst ihn halt. Da würde ich aber mit der Petro nicht zu weit vorfahren. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt hat die Petro hier die Tür zugemacht. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen problematisch. Also, sie ist halt ganz gut hier abgesichert, aber ja. Sie müssen auf jeden Fall mittelfristig was probieren. Weil die Moskau wird halt gedroppt von den Guldens und man schickt halt sein BB einfach mal hier rein. Er steht da eigentlich noch relativ safe, ist gut, es wird halt ein Trade werden, aber man muss auf jeden Fall hier ein bisschen Druck machen. Ja, das ist. Sonst wird es hier schwierig. Ja, man kriegt ja aber auch gut Druck auf die Z. Da habe ich mit der Haragumo auch mitgeschossen. Das sind jetzt wieder die 2K, die du genau nicht kriegst. Also, vielleicht jetzt mal so ranzugehen, warum spielt man denn Haragumo Smoke Train und nicht Gearing Smoke Train? Man spielt Haragumo Smoke Train, weil man die Guns einsetzen will. Wenn man die Guns nicht spielen will, dann spielt man halt einfach Gearing, weil da hast du ein besseres Spotting und macht es halt über die Torps. Aber gerade Haragumo versuche ich halt die Stärke auszuspielen, dass ich halt mitschießen kann, dass ich guten Damage-Output habe. Das möchte ich halt nutzen. In dem Fall. Drüben hat die Massot auch schon gut gelitten. Die Napoli gegen eine Monty. Okay. Das könnte auch eher unangenehm werden. Die Monty ja doch dann etwas doch stärker ist in so einem 1 gegen 1. Wenn man da nicht ein paar schöne Torps trifft. Ja, das Einzige, was man machen könnte, mit Smoke auf ihn zufahren und im Nahkampf vielleicht raustorpen. Aber das würde jetzt halt wahrscheinlich nichts mehr, weil der Smoke ist gleich vorbei, dann ist er Breitseite zu ihm. Und der wird wahrscheinlich Shots ready haben. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass BB kann nicht wirklich auf was wirken. Jetzt kommt der Move rein. Aber jetzt kommt halt der Counter-Move von der Petro und jetzt bist du halt in einem Crossfire drin. Die Guten kann jetzt auch halt for free reinfahren, wenn er da jetzt reinschiebt. Deswegen würde er wahrscheinlich hier auch mal bremsen. Und da kommen jetzt die Crossshots auf die Monty von der Gulden, die jetzt reingefahren ist. Also, ja, das ist jetzt alles gar nicht so einfach. Die Napoli lebt noch. Vielleicht kriegen sie die Monty getradet, aber es wird nicht so einfach werden, weil die Daring ist auch noch am Start. Petro hat jetzt gelitten. Da würde ich aufpassen, weil die Gulden hatten gute AP auf die kurze Distanz. Das kann auch ein bisschen ziehen. Er muss halt mit dem Overmatch jetzt einen Kill landen, sonst wird es schwierig. Braucht auf jeden Fall den Kill. Ah, er kriegt ihn nicht. Oh, das ist belastend. Da muss die Petro aushelfen. Der Ram wäre das Schlechteste von dem Ganzen. Oh, das war wichtig. Das hält es jetzt nochmal im Spiel. Aber trotzdem, die Ohio hat massiv HP gelassen hier. Die Guden wird ja auch ein bisschen angefasst. Die Moskau muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu weit rausfährt, weil dann steht der Breitseite. Also das Reversen hier ist sehr gefährlich, weil das ist niemals ein guter Trade, mit einer Moskau so ran zu reversen. Außer er kriegt den Kill. Okay, dann war es sogar worth, aber teuer war es trotzdem. Okay. Also hier ein paar interessante Moves, die halt dann teilweise auch wirklich aufgehen. Ja, aber die Ohio wird halt sterben, höchstwahrscheinlich. Ja, ich glaube, man macht aus dieser Überlegenheit, die man hier hat, zu wenig. Man müsste die Monty jetzt wirklich hochschieben, dass man da Druck aufbaut. Oh, die Z könnte man kriegen, aber man hat jetzt einen Radar gezogen und man hat keine Shots drauf. Das ist halt so ein bisschen das Problem gerade. Man muss beim Radar-Timing vielleicht auch noch ein bisschen drauf schauen, dass man das Radar dann zieht, wenn man Shots hat. Ich finde es interessant, dass die Napoli das tatsächlich überlebt hat gegen die Monty. Aber jetzt geht die Ohio raus. Aber dafür geht die Z auch raus. Also man schafft es hier auch immer wieder von BX wieder nochmal wieder zurückzukommen. Hat
teilweise ein bisschen viel HP gelassen in gewissen Situationen, aber konnte das immer wieder gut ausgleichen. Hier sollte man mit der Moskwa jetzt nicht zu greedy werden, weil die Ohio lauert hier auch ein bisschen und ich denke, jetzt ist der Moment, wo man mit den Smoke Train mal aggressiv spielen kann. Über die Flanke. Man schiebt jetzt mal auch seine Monty ein bisschen rein, um Druck aufzubauen. Ich würde tatsächlich sogar die Moskwa wieder ein bisschen zurückschieben, weil auf lange Sicht könnte es sein, dass sie den Trade verliert. Sie hat halt weniger HP. Die Petro hat eigentlich jetzt ein Free Game in der Mitte. Ich hoffe, der macht da was draus, weil der kann jetzt eigentlich hier rüberschieben und dann auch nochmal Druck aufbauen. Aber hier drüben halten sie es relativ gut. Die Massot kann halt jetzt auch wieder cappen. Das ist sehr interessant, dass die Daring hier so weit außen spielt und nicht versucht, dieses Cap trotzdem noch zu verteidigen. Ja, aktuell auch Lead jetzt für BX. Die müssen halt schauen, dass sie ihre HP zusammenhalten, dass hier clever spielen. Oh Gott, die DM-Shots. Da wäre ich immer nervös, wenn ich Ohio-Shots auf eine DM sehe. Der muss jetzt schauen, dass er zugeht. Das Problem ist halt die Shima auf der Flanke. Und ja, er muss halt jetzt eng an der Insel spielen. Aber er geht halt spotted. Und sein Problem wird sein, dass die Ohio halt drüber schießen kann. Ja, er müsste näher ranfahren an die Insel. Er ist zu weit von der Insel weg. Aber das Legend-Modul kickt rein und das Legend-Modul regelt. Kriegt auch die Torps gedodged. Da kommen die Moskwa, die Shima-Torps. Man hat der Shima ja auch zu viel Freiraum gegeben, würde ich persönlich sagen. Ich denke, da hätte man lieber Gearing spielen sollen. Weil die Haragumo hat das, ich denke, außer dem Smoke nicht wirklich was gemacht. Auch nicht wirklich gefarmt. Was ich jetzt gesehen habe, vielleicht habe ich gerade nicht hingeschaut und er hat massiv gut Damage gemacht und ich habe es halt nicht gesehen. Kann halt auch sein. Aber sie arbeiten ja auch kontinuierlich an dieser Montana. Der hat auch schon ein paar Heals durchgezogen. Die schieben sie aber rein, wollen jetzt das Cap holen. Da kommt jetzt das Radar von der DM. Oh, maybe man kann hier eine Shima killen. Aber da muss die Haragumo jetzt ihre Guns benutzen und den Kill fokussieren. Der wird enorm wichtig sein. Damit ist die Flanke nämlich offen. Und da kommen auch nochmal Shots. Sehr wichtiger Kill hier für BX. Damit ist die Flanke nämlich offen. Und sie können jetzt auch ein bisschen Druck aufmachen. Und die Haragumo kann jetzt farmen. Endlich kann sie ihre Guns einsetzen. Jetzt, da kann man auch AP schießen, wenn man dann so eine Petro-Breitseite hat. Ich würde tatsächlich jetzt versuchen, die Montana hier ranzuschieben. Wobei man hat immer noch diese Petro in der Mitte. Die ist natürlich auch ein richtiger Dorn im Auge. Es wird noch schwierig werden. Also hier muss noch ein episches Play kommen. Weil overall wird das für B2X sehr, sehr schwer. Sie haben am Anfang ein bisschen zu einfach ihre Gulden verloren. Das war halt teuer. Aber sie machen das hier echt solide, ne? Also, wenn du siehst, die Kombi spielen das BB ganz gut aus. Also, die Massot gibt ja auch ihr Bestes, immer wieder was zu farmen. Ja, die Monty leidet halt jetzt, ich meine, die ist in einem Crossfire gegen zwei Petros. Und ja. Ja, es sieht nicht gut aus. Man muss es, wenn man es gerade betrachtet, sieht es halt echt nicht gut aus. TXN hat hier das bessere Positioning. Sie haben halt diese Petro for free, die durch die Mitte fahren kann und das kannst du halt nichts machen. Ja, da war die DM zu weit offen gestanden, hat die Petro auch gleich zugelangt. Aber was will er machen, ne? Da kommen halt auch die Petros hier wieder von beiden Seiten. Er hätte vielleicht in dem Moment mal rückwärts hinfahren können, aber die Monty macht jetzt auch nicht mehr viel. Ja, man versucht jetzt hier den Torp Rush gegen die Montana, aber der wird halt nicht durchgehen. Du hast zu wenig HP, außer er hat die Türme nicht gedreht. Er hat tatsächlich die Türme nicht gedreht. Ah, so wird er nichts. So wird er nichts. Ne. Ja. Vielleicht connect einer. Oh, er beacht. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. AP hier auf dem Arsch. Hier, AP auf dem Arsch. AP auf dem Arsch. AP auf dem Arsch. AP auf dem Arsch. Auf dem Arsch. Nein, hat nicht gereicht. Schade. Aber die Torps sehen auch ziemlich garstig aus. Auf die Daring. Nimmt er einen. Jo. Aber der brennt noch. Er hielt gegen. Also jetzt muss die Napoli ein Play machen. Vielleicht kann Napoli einen Doppelkill machen. Dann könnte noch was gehen.
Oder oh, die Tops laufen weiter. Oh mein. Die Tops sind weitergelaufen und haben tatsächlich die Daring gekillt. Wow, Wahnsinn. Ja, jetzt kommt drüben hier das Play nochmal von der Napoli. Da können sie es noch ziehen. 4 Minuten geht's noch. Ah, das ist halt ärgerlich. Aber ich glaube, sie kriegen den Kill dann ins Cap. Ah, also wenn die Haragumo das noch spielt. Übrigens haben sie die andere Petro gekriegt. Ah, aber ich glaube, zeitlich reicht es nicht mehr. Also, sie haben es immer wieder spannend gemacht, das muss man echt sagen. Also, hier, also im Nachhinein war der Top Rush echt gut. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die Monty Beach sah für mich erstmal nicht so aus. Aber ich glaube, der hat sein Ruder gestellt, weil er die Türme auch noch drehen wollte. Und ist deswegen gebeacht. Also, vielleicht kann die Napoli hier noch ein Play machen, wobei der hat keine Heals mehr, keinen Smoke mehr. Ja, wird schwierig werden, glaube ich. Ja, und die Haragumo gegen eine Petro ist jetzt auch nicht unbedingt das Game, was du so dir wünscht, weil mir leidet halt auch hier richtig krass. Ich weiß nicht, ob er geschossen hat oder geradert war, aber die Petro hat jetzt kein Radar mehr. Hat alle Radars gezogen, ist auch eine Leggy Petro. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil von einer Leggy Petro, dass du -1 auf die Consumables hast. Und das kann dich halt dann relativ im Late Game verwundbar machen. Mit gerade hier was Heals und Radar angeht. Wobei er hat halt auch noch gut HP, aber er hat jetzt keine Heals mehr. Die Monty hat aber auch noch gut Heals. Ah, das wird jetzt echt schwierig. Also wenn die Napoli jetzt hier noch die Ohio rauskriegt und die Haragumo noch die Petro, dann ist das ungefähr, würde ich sagen, erstmal das Spiel des Tages nach aktuellem Stand. Weil dann sind sie ja massiv zurückgekommen. Aber ich glaube, die Petro wird ja nichts mehr riskieren. Die Haragumo versucht draufzufahren. Hat er noch, hat keine Tops ready, oder? Ja. Er hat wahrscheinlich echt gehofft, dass er darum kommt. Also wenn er darum gekommen wäre, hat ihn rausgetorbt, GG, ja, da kommen die Torps. Aber er hat Hydro laufen, er sieht die Torps, deswegen, ja, schwierig. Und ich glaube, jetzt ist auch die Napoli tot. Wenn da die Dispersion passt. Okay. Er ist halt so viel HP auf der Ohio. Passiert halt nichts mehr. Brennt nichts mehr an. Er hat auch doch keinen Smoke, wo er sagt, ja, ich kann jetzt ranfahren. Du kannst ihn raustorben über den Fighter vielleicht. Dass man da irgendeine Combo fährt. Die ist halt auch nicht mehr möglich. Ja, ich glaube, man hat im Großen und Ganzen zu viel HP verloren in ein paar Situationen, wo man es hätte nicht machen müssen. Ja, aber am Ende hat es halt dann nicht gereicht. Also es sieht jetzt auch knapper aus, als es tatsächlich dann war, würde ich sagen. Weil TX1 hat dann am Ende vielleicht ein bisschen zu greedy gespielt und es nochmal spannend gemacht, unnötig. Ja, also sobald er halt auftritt, ist er tot oder auf so. Ist halt nicht mehr viel HP. Aber war ein interessantes Game. Wir haben ein paar interessante Moves gesehen. War wirklich sehr unterhaltsam mit anzuschauen. Und TX1 hat sich auf jeden Fall den Sieg erarbeitet und auch verdient. Herzlichen Glückwunsch.